Hallo und herzlich willkommen seit langem mal wieder zu einem Horrorspiel. Und zwar spielen wir Black Rose mit meinem Gesicht. Ich weiß, das ist einfach das Erschreckendste an dem Video, aber hey. Ne, das juckt uns nicht. Play. Time Mode oder Story Mode? In this mode you allow investigation. Ach komm. Story Mode. Ich lese gar nicht lang. Abfahrt. Guten Tag. Alles klar, gut. Geht schon mal gut los. Wir wissen null, was da los ist. Aber mein Score ist 0. Das wissen wir. Okay, gut. Da können wir nicht rein, ne? Oh. Pain and suffering has warped their bodies. Whatever, my friend, whatever. So. Ich gehe mal zu den verschlossenen Türen. Alles klar, ich kann die aufmachen, aber nein, mach ich nicht. Ich gehe da nicht rein, meine ich. Oh, ein Kamin. Visitation Room. Oh Gott. I guess they're pretty serious about keeping the door shut. I wonder if the keys are around here somewhere. I wondere mich das auch. Crouchen. Kann laufen, gell? Okay, crouchen kann ich irgendwie nicht. Ist jetzt auch egal. Ne? So. Kann ich da rein? Nein. Gott sei Dank. Ist da eine Tür? Sieht irgendwie so nach einer Tür aus, aber weiß nicht. Ah. Harry Potter, hallo? Ist hier irgendwer unter der Treppe? Ne, nicht? Okay. Dann halt nicht, ne? Ne. Guten Tag. Ist hier irgendwas? Lach nicht. Is someone else here? Anscheinend, wa? Oder du stellst dir nur vor, aber ich glaube nicht. Da ist nichts. Okay, gut. Geh mir halt ins Gesicht auf, ist okay. Es ist nur die Hallway hier, okay, gut. Gibt es 2 Wege nach oben. Gut zu wissen, wa? Musik, hör mal auf, so beschissen zu sein. Boss says not to go near Middle's coffin. Coffin, alles klar. I want the grove to be buried anyway. It's not like a boss says true. I mean, that can't be at all. Candy? Keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich noch herausfinden. Beziehungsweise herausfinden müssen. It's jammed, but I might force him within to ram a couple times. Press hold space. Boots. 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 Okay, geht nicht. Ich ganz fett ausholen. Boots. Ja, geht doch. Da ist ein Walkie-Talkie. Ein kleines Walkie-Talkie ist hier. Ich bin irgendwie Angst. Das ist ein Baby-Monitor, ja, strange. Ein Baby-Monitor, ja, natürlich. Wenn noch Babys anfangen zu cryen, Alter, dann cry ich aber auch wie ein Baby. Na gut. Wo waren wir noch? Echt. Dein Ernst? Wo ist der? Keine Ahnung. Das Baby. Das Baby auch reden kann, du Stück. Du bist downstairs, denke ich. Mal hier downstairs, wa? Verbesser dich, ich hab Angst. Sie müssen eigentlich die meisten Horrorspiele
so eine Sicht haben, Alter. Nur eine Taschenlampe. So, als ob das Licht immer ausgefallen ist, ne? Die ganze... Kann man hier rein? Natürlich, ein Keller, was denn sonst? Als ob die ganze Welt hier keinen Strom hätte, man. Hi, erschrecke mich, bitte, danke. Ich lauf mal durch. Ich brauche einen Jumpscare, Mann, damit ich Adrenalin habe, Mann. Aber ich habe jetzt ein bisschen... So einen kleinen Zebrastreifen in der Hose fast. Ich wurde noch nicht mehr erschreckt. Ich bin im Kreis gelaufen. Good job, Rosse. Ma, please. Don't. Natürlich eine Message. Her eyes don't look her in the eyes. Mach ich nicht. Ach, der Coffin. Service Coffin. Kevin. The other baby monitor is down here. This is weird. I'm not sure. I wouldn't get anymore. Something was wrong. Wieso gehst du auch in das scheiß Haus rein, Mann? Hi, Coffin. Da. Hallo. Ich töte dich. Hahaha. Ich hasse es, Mann. So spiele ich das hier überhaupt, Mann. Der Maul. Ich gehe, wann ich gehen will, Mann. Was willst du von mir, Mann? Ja, ist okay. Ja, komm. Das ist auch lockt. Mädchen. Ficker dich. War das schon hier, wie ich da war? Mann? Eine Kapelle. Frikadelle. Nee. Ah! Alter, verpiss dich. Verpiss dich. Nein. So, nicht offen. AK geschlossen. Ah, ja, Mädchen. Kommst aber ganz schön close, du. Nein. Hallo? Ich kann dich teleportieren. Und ich habe Score bekommen, wie auch immer. Ah, Mann. Wie auch immer ich Score bekommen habe. Ist noch lockt. Also wenn es immer so zu flackern anfängt, wenn sie da ist, dann ist lässig. Ist kompakt. Mhm. Ich brauche wahrscheinlich irgend so einen Schlüssel. So rap pretty badly, I don't think I'd be able to get down. Ja, ne? Also Mädchen, du warst ja hier unten, ne? Bist du wieder hier unten oder wie schaut's aus? Also, Foto hat gesagt, sicher nicht für Arschlöcher, ne? Aber ist okay nur. The stitches stitched them back together. They hear him lol. Da muss irgendwas sein. Zurück zum Coffin oder was? Das kann auch sein. Gehen wir halt zurück zum fucking Grab, wollte ich sagen. Sarg. Ich gehe mal einfach davon aus, dass es immer so zum Flackern anfangen wird. Wenn die komische Frau da bei uns ist. Oh mein Gott. Was Neues?
Nee. Ah, moin. Servus. Das ist a shiny gold key in the coffin. Jo, geil. Nein. Nein. Ficker dich in dein kleines Püppchen rein. Du wirst mich nicht bekommen. Oh nein. Wieso renne ich gerade darunter? Keine Ahnung, weil ich dumm bin. Aber wahrscheinlich, wenn man das auch machen kann. Das ist eine Waffe gegen sie, wahrscheinlich, hoffentlich. Hey, nee, keine Ahnung. Ficke dich, Mädchen. Geh weg. Nein. Ich habe wieder Score bekommen. Woher? Okay, gut. Ja. Was war warped, keine Ahnung. Hallo, Mädchen? Nee, okay, gut. Ah, jetzt geht's, oder was? The only way to keep the myrtle in her coffin for good is to lock it. I thought I had locked it before, but someone else might have unlocked it. Either that or the lid was forced open. Okay. The case here is labeled Myrtle. Behindert. Und wieder zurück zum Coffin wahrscheinlich, ja? Wäre auf jeden Fall sehr klug. Weil wenn da Myrtle oben steht und die komische Frau der Myrtle heißt, dann wird die wohl Myrtleinis. Hi. Is she in there? I should probably do what the note said. I need to lock this thing. What the fuck? Silver key from the coffin. It's labeled V.Room 1 oder was? Alter. Okay. Warte mal. Entweder haben wir es jetzt verärgert oder wir haben es jetzt gelockt. Ja, natürlich. Putz. Und Putz. Und Putz. Ich glaube, ich weiß, was das Tor ist. Wenn sie bei uns ist. Wenn sie bei uns ist, kriegen wir einen Score dabei. Halt den Maul. Halt einfach den Maul. Wieso ist die Tür offen? Halt einfach den Maul, bitte. Alter, was? Ja, natürlich. Was noch sonst, Alter? Ach, guck mal. Ever since my first day working here, I've felt a little strange. Now, after what happened that day, things seem to be getting even stranger. I'd even go so far as to say creepy. I've been an embalmer for years now, and I'm very passionate about my job. I've always felt comfortable with what I do, so it's pretty unusual that I feel this way. 2 of my colleagues have died. I had to embalm them both. However, grief can't explain this feeling. Up until just 4 days ago, I hadn't even known about the history of this funeral home. I already knew that it was ridiculously old, but what I didn't know was that it allegedly harbors some kind of powerful aura which traps and torments the spirits of people who have died in a state of grief or fear, and have at some point been associated with the building in one way or another. These associations apparently include those occurring post-mortem, such as embalmings and funerals. Alter, was? Asking you to speak to me, but I made something for you today. At first I thought about going out and picking the prettiest flowers I could find, but decided not to. Flowers are beautiful, but eventually they'll die. Instead,
I made you an origami rose. Paper will never wither, just like my love for you. This rose is black because the love we once shared is gone. It was lost in the darkness and there's no ignoring that. However, even if this love is not longer mutual, there's still one side that will never die. This rose is our symbol. Das Spiel heißt The Black Rose. Ja, mir fällt gerade auf, ihr seht den Score ja gar nicht, ne? Wegen meinem Face. Oh. Ruhig. Egal, links oben steht auf jeden Fall Score. Discord. Mal. Ich kann nicht Escape drücken, ja, nice. Ah ne, bei Tab war das, genau. So, jetzt müsste es passen. So, das Mannequin ist da rüber gelaufen, ne? Hi. Oh, da hängt eine Note. Eine Note. Steht auf der Note. Mr. Rains, please tell your son to stop playing under the tables during funeral services. It's disruptive and upsetting to the grieving families. Today, he also stole one of the keys to the visitation room and was later attempting to open one of the drawers in the morgue. This type of behavior is unacceptable and will not be tolerated. If you do not start controlling him, I will take it upon myself to personally teach him a lesson. Michael. Alright. Oh. Hi. Wenn ich da reingehe, passiert eh was. Guten Tag. To make things even weirder, this place has a serious lockdown system. Yesterday was the first time I've ever seen it used, and many of the workers, including myself, were ordered to wait in the family room until the situation was taken care of. No one I've spoken to about it knows why it was done, or at least they won't say. All I know is that these safety glass windows and electronic gates appear to be designed for keeping things in rather than out. Alles klar. I was the first responder that day. Was the first and only person to make it to Myrtle's side before she passed away. She managed to give Sullivan a parting "I love you" on that baby monitor, but that was the last communication they ever had. The last thing she ever did was give me that piece of paper. It was a short poem she had written for Sullivan earlier that day. She asked me to give it to him, and I promised her I would. Then she slipped away. I guess Sullivan had picked up by Myrtle's weak rasping in the baby monitor that something was happening to her, because soon after she'd passed, he came running into the hall from the upstairs arrangement room. But he was too late. She was gone. That's when he broke down. I'd never seen him show so much emotion towards Myrtle before. Then, of course, the rest happened. I'll keep my promise, even now. It's all I can do for my dear friends. Was ist der Rest? Sag mir mal bitte. Saving. Hi. Waren die Footsteps immer schon so da, so hier, so laut, so eigentlich? Ich weiß ja nicht, ne? Keine Ahnung. Guten Tag. Hi. There are a lot of strange things I've seen around this place. For instance, the fireplace that isn't even a real fireplace. It's some kind of ladder shaft, but there's a tough metal grate fastened over it that appears to be controlled electronically, most likely by the lockdown system. I'm assuming the shaft leads down to the basement, but it must have been sealed off because it's not accessible from anywhere down there. Another thing I've started wondering about is a metal handle that's been sitting on Michael's desk for about a month now. I asked about it once out of curiosity, but he avoided giving me a direct answer. He told me it broke off of something.
already assumed this, seeing as it's covered in dirt and rusted around the edges where it had clearly been attached to something for a very long time. Perhaps the biggest mystery I've encountered here is the place Myrtle always went for privacy. She was often depressed, so she was always going into the downstairs hall on her way to wherever it was she went to be alone. However, she seemed to vanish. The only place she could have gone from that hallway is down into the basement, but I went down there one day to ask her something, and I couldn't find her. I'm wondering if there's a secret room somewhere down there. After all, I did learn from Michael that this building is from the 1600s, long before it was ever a funeral home. Buildings as old as this one sometimes have quite a few secret areas. Stimmt allerdings. Auf geht's, ab geht's, wa? Da haben wir jetzt die ganze Zeit nur Lesestunde. Halt der Maul. They still haven't buried them. Sullivan has been lying in his coffin now for 2 days, and Myrtle for 3. Because Conrad refused to touch Myrtle's coffin after her funeral, it had to be put aside so Sullivan could have his. Conrad still simply doesn't want to have anything to do with the burial of either of them, even if all he's doing is preparing a future grave without actually touching the coffins. I'm starting to wonder if he had some type of unpleasant encounter with Myrtle and Sullivan's coffins, or he heard some absurd rumor about their corpses. What's sad is that Myrtle and Sullivan don't have relatives who care enough about their burials to actually do something about this. Michael was embarrassed to have to tell all the relatives and friends that the actual burials couldn't be held yet. Even so, none of them objected. Maybe they just didn't see a point in doing so, considering the person they would be doing it for is already gone. I don't know. As far as feeling nervous around coffins, I do get a strange vibe now in the visitation room. The atmosphere in there is starting to feel different. The air feels heavier, a little bit oppressive even. It seems to be more noticeable today than it was yesterday. I'm not quite sure if I believe in ghosts or not, but it seems to fit what I've heard before about locations having uncomfortable negative energy due to evil or extremely upset spirits. Maybe it's just normal stuff the air. There aren't any windows in there, and it is the middle of summer. Da sollte man sich nicht immer so viel Sorgen machen, Mann. Aber hey. Guten Tag. Nee. Da ist offen. Da ist offen. Das war auch immer offen. Die war zu. Ist immer noch zu. Gehen wir mal in die Kapelle. Zuerst hören wir uns die Note hier an. It turns out that Devin got into the morgue by stealing Sullivan's key card from the office. Mrs. Raines had been in there and forgot to lock it when she left. Nobody knows exactly how the kid figured out the passcode, but considering what a flake his mother is, that's probably just something else she inadvertently compromised. They're burying Sullivan with a few of his belongings from the funeral home. I guess because he had worked here for so long and was so loyal to his job. Michael revealed that one of those belongings is Sullivan's key card. Of course, they would need to deactivate it from the system to avoid any breaches and the chance that it was stolen. But then again, Mrs. Raines would be the one who would do that. I discovered earlier today that Devin had stolen the system lock override key as well and hidden it somewhere in the building. This has got to be the most troublesome, ill-behaved kid I have ever encountered. Kinder. Sind immer so schwere Geburt, wa? Aber ich schätze, wenn man Kinder gebären muss und das ist schwer. Ja. Kennen wir ja schon, ja? Deshalb liest du die auch nicht vor. Na gut. Was gibt's noch hier zu erkunden? Die Harry Potter Treppe hier. Still nothing in there. Still the same basement. Gleiche Halle hier.
Ja, da hat er was von geredet, wa? Visitation Room. Crouchen kann ich nicht, aber das ist auch irgendwie gelockt durch dieses ganze System hier. Whatever. Da kann ich ja nicht rein, ne? Ist ja impossible. Das Security card reader here. It looks like it requires a passcode. Ja, ich habe ja kein Passcode, oder? Payment Services Warped Bodies, ja. Ich dachte, es ist schon irgendwas, aber das war nur mein Hund, Alter. Ich will nicht wieder in Kackkeller gehen, Mann. Okay, gehen wir mal rein. Guten Tag, ich kenne ja den Weg schon. Hi. Ja, ich werde nicht in ihr Eis locken. Strange. Okay. Was gibt's denn noch, wo wir hingehen könnten? Wir könnten versuchen, hier rauszukommen. Aber es funktioniert natürlich nicht. Warum auch immer es 2 Wege nach da oben gibt, so. Ergibt so ziemlich null Sinn, so. Genau wie der Raum. Auch irgendwie keinen Sinn ergibt. Da muss doch was drin liegen, oder nicht? Bin ich irgendwie blind und übersehe irgendwas. Hä? Das kennen wir ja. Mr. Rains, bla bla bla. Ist das die Chapel da unten? Ja, das ist Le Kapelle da unten. Wohin dann, Mann? Ist da red pretty badly. Ach, guck mal. Das ist nice. Grief-stricken man killed by train after blinding himself. Da rechts unten. They never buried either of them, both are still here. There's something written on the bag. They say if you take his rose, he wakes up. That's the only way his coffin will open. I heard that he also tears you into 3 pieces if he catches you. Fuck. Nicht locken. Ficker dich. They won't find it. Ever. There's a key labeled V Room. Ne? 2.0. Nee. Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ist okay. Ich gehe doch schon. Da waren wir. Alles klar. Na, dann geht's ab, wa? Guten Tag. Sind das Augen, Alter, oder Kerzen? Eieiei, don't. Just don't. Don't. There's origami rose lying in the coffin. Take it. Ja, komm. Und tschüss. Eieiei. Ja, natürlich. Nope.
Panisch hin und her rennen, wer kennt's Sullivan nicht? James was blind as a bat. Sullivan James fell down flat. Sullivan James is withered and blue. Sullivan James is coming for you. Ja, natürlich. Was denn auch sonst, Alter? Bist du einfach... Natürlich. Ja, schön. Merry Christmas and Christmas. Geil. Ich kriege einfach eine Mail von G2A. Nein. Weil ist vorbei jetzt mit dem Bad, wa? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann einen Daumen runter. Es war schön, es war ein schönes Spiel irgendwie. Es geht natürlich weiter, schon klar, aber... Naja, was steht bei How to Play endlich? A score will be based on close calls. Close calls are achieved by getting close to the enemy without letting them catch. Ach ja, guck mal. Hatte ich doch recht. Na gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wenn nicht, dann einen Daumen runter. Wir sehen uns beim nächsten Part von... Whatever. Tschüss.